Rennradfahren auf Mallorca. Es gibt dazu viele schöne Bilder oder Kurzvideos wie diese hier auf Social Media. Aber ist es dort wirklich so schön zum Rennradfahren? Oder muss man sich für einen authentischen Eindruck vielleicht mehr Zeit nehmen? In dieser vierteiligen Videoreihe finden wir heraus, was kann Mallorca. Herzlich willkommen zum dritten Tag auf Mallorca. In diesem Video ist mal wieder alles drin. Viel Regen, einen Platten und ich erkläre sogar, was ich genau mache und eine schöne Küstenstraße. Ja, und damit geht's auch schon los. Ziel des heutigen Tages ist diese Küstenstraße im Tramontana-Gebirge und wir zoomen rein in die Karte. Von Inca geht es über den Col de Tofla zum Col de Nor, dann über Galilea und den Col de Sagramola an die Küstenstraße MA10 und von da über den Col de Sabastida zurück nach Inca. Die Strecke ist 142 Kilometer lang mit 1730 Höhenmetern. Um 6:30 Uhr ging es los, erstmal aus Inca raus und auf die Felder. Hier mit doppeltem Lupine-Fernlicht. Dann kam auch schon der Col de Tofla. Hinter uns ging die Sonne auf. Und nach 1,8 Kilometern mit 5,7% im Schnitt waren wir auch schon oben. Wir waren da auf 260 Metern und danach ging es nur ein paar Meter runter. Ja, es ist jetzt 6:45, es wird ein bisschen heller. Heute ist auch bewölkt. Ein bisschen Wind soll auch gehen, es hat ein bisschen aufgefrischt. Aber ich denke, wir kommen damit klar. So, der nächste Anstieg naht. Bei der Gelegenheit wollte ich noch sagen, wir haben beide jeweils unsere Sättel mitgenommen, weil natürlich Sattelproblematik Radfahren sehr unangenehm machen kann. Und deswegen, ich bin sehr froh, meinen Sattel fahren zu können. Ist natürlich schon noch mal ein bisschen anders, weil das Rad einfach ein bisschen anders ist von der Größe. Aber das läuft sehr gut und ich habe keine Sitzprobleme. Jetzt kommt der Col d'Orient. Ein schöner Anstieg mit 5% und wir durften es bei tollem Licht fahren. Ich sehe nach gefühlt 2 Stunden, dass Mario heute ja eine ganz andere Brille trägt. Und, bist du zufrieden? Ja, im Dunkeln sehe ich gut und in der Sonne wahrscheinlich auch. Also es ist fotochromatisch. Ja, das ist schon cool. Ich habe hier das Wechselschild ja drin, aber so eine Brille. Ist schon so eine Allzweckwaffe, so eine fotochromatische. Ja. Also, ja. Schon cool. Ja, wir sind oben. Hier werden die Kalorien alle gefilmt, du. Wie war das gestern Abend? Toast mit Peanut Butter und Marmelade, ne? Ja. Müssen wir auch mal austesten. Von da war es nur noch ein kurzes Stück bis zum Col de Nor. Kuppelige Straßen gerade. Die bisherige Strecke über den Col de Tofla und Col d'Orient bis zum Col de Nor. Col d'Honneur. Bisschen trostlos hier. Vielleicht wird die Abfahrt besser. Der Anstieg zum Col de Nor war für uns sehr kurz und die jetzt folgende Abfahrt ist mit 10 Kilometer deutlich länger. Aber der Asphalt, Achtung Wortwitz, war ziemlich ehrenlos. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal richtig geflucht habe, aber die Kraftausdrücke habe ich leider nicht auf Kamera. Stattdessen machen wir jetzt mal den Originalton an, dann kommt das Feeling auch rüber.
Bunyola hatte die Abfahrt dann ein Ende und der Hund hier links hat den besten Platz. Ja, wir sind jetzt erstmal wieder unten. Es ist ganz schön kühl und hat sich total zugezogen. Man sieht es hier ordentlich bewölkt. Ja, es hat sich jetzt so richtig eingeregnet. Die Tropfen auf der Regenjacke sind klar zu erkennen. Boden ist bis jetzt noch einigermaßen trocken, also ist nicht so, dass jetzt das Wasser drauf steht, weil ab dem Moment, wenn es drauf steht und du da durchfährst, kommt alles hoch. Das ist jetzt noch nicht der Fall, von daher geht es gerade noch. Ja, mal schauen. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen Rückenwind, also ja, das, was da hinter mir zu sehen ist, zieht jetzt gerade mit uns mit. Könnte jetzt 1-2 Stunden oder so ein bisschen gräulicher werden. Eine halbe Stunde später steht das Wasser auf der Straße und spritzt hoch. Ja, wir stehen hier gerade unterm Dach im Hauseingang und haben uns gerade mal einen Überblick darüber verschafft, wie es so mit dem Wetter aussieht. Es sind noch 1-2 Stunden Regen und wir fahren noch 1-2 Stunden auch innerhalb des Landes. Das ziehen wir jetzt noch weiter durch und dann kommen wir irgendwann an die Küstenstraße und dann ist wahrscheinlich ein bisschen schöner. Das passt eigentlich ganz okay. Wir arbeiten jetzt hier weiter. Anne ist gerade in den Supermarkt gegenüber reingelaufen und holt mal was Süßes. Der Anstieg beginnt. Meine Schuhüberzieher hatte ich natürlich im Hotel gelassen und das Wasser ist irgendwann in meinen Schuhen je nach Fußhaltung nach vorne oder hinten geschwappt. Ein echt tolles Gefühl. Eine wunderbare Kombination, kann ich euch sagen. Wir sind gerade mal die Wenn-Dann-Formel in Excel durchgegangen. Gleich wenn, Klammer auf, Regen, nee, ja, also 1 minus. wenn Wetter gleich Regen, dann weiterfahren, sonst auch weiterfahren. Den Stand packe ich mal an den Rand. Gut, da ist er sicher. Gut, sind wir oben und können direkt weiterfahren, oder? Wir sind die 7 Kilometer lange Abfahrt dann wegen der sehr nassen Straße vorsichtig runtergefahren. Wir können das hier relativ kurz halten, gibt nicht viel zu sehen. Ja. Und dann kommt auch schon der Col de Nestev. Ja, da vorne wäre eigentlich ein Café gewesen, wo man draußen hätte sitzen können. Hätten da was Warmes trinken können, aber so wird es halt dann direkt kalt, ne? Draußen sitzen ist okay mit den nassen Klamotten. Reinsitzen wirst du wahrscheinlich nicht können, nicht dürfen. Mit so nassem Hintern. Ja, heißt eigentlich, für uns gibt es heute keinen drin mehr. Mal schauen. Vielleicht kommt es dann auch irgendwie anders. Sonne? Ja, so ein bisschen, ne? Noch 0,2 Meter. 0,2 Meter, ja, dann sind wir jetzt rum. Nee. Kilometer. Nein, und dann ist der Anstieg vorbei. Ja, aber 0,2 Meter. Du meinst nur 200 Meter? 200 Meter. Ja. Meinte ich. Guck mal, mehr. Ja. Haben wir uns doch die Gruppe entschieden. Anne, hier waren wir noch nicht. Nein, das ist jetzt neu.
Ja, sieht öfter mal gleich aus. Nachdem wir 2 Stunden und 20 Minuten durch den Regen gefahren sind, wurde es dann besser. So, um 11:45 werden wir jetzt deutlich optimistischer. Es wird wirklich ein bisschen freundlicher. Anne wechselt gerade mal die Brillengläser. Wir haben jetzt auch passenderweise hier ziemlich genau die Hälfte. Ja. 71 haben wir schon und 71 noch. Sehr gut. Ja. Vielleicht werden wir doch noch ein bisschen trocken. Ja, die Hände sind ganz aufgequollen. Ja. Darf raus aus der Badewanne, hätte man früher gesagt, ne? Ja. Hier biegen wir wegen eines Planungsfehlers ab und es endet darin, dass Anne gleich einen Platten bekommt. Wir kommen von Osten und hier geht's rechts ab. Wir wären besser geradeaus gefahren und dann rechts, denn hier treffen die Straßen wieder aufeinander. Naja, jedenfalls nimmt es jetzt seinen Lauf. Also hier habe ich einmal, glaube ich, die falsche Straße erwischt. Hier habe noch eine Parallelstraße, die wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ja, ein paar Meter, dann sind wir wieder richtig. Und zum Ende des Planungsfehlers, ja, geht es nochmal richtig steil runter. Bin hier gerade mit dem Hinterrad gerutscht und ja, Anne schiebt jetzt und kann mal die Kilometerangaben einblenden von da bis da. Hätten wir auf die Straße fahren können. Ja, ich weiß gar nicht warum. Aber jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Ganz normale Straße, yeah. Wir rollen hier gerade 50 Meter und in 3, 2, 1 merke ich, dass mein Vorderreifen Luft verliert. Jetzt sind wir eben gerade auf diese super schöne Straße wieder abgebogen und jetzt habe ich aber festgestellt, dass ich einen Platten habe am Vorderrad. Immerhin ins Vorderrad. Also heißt das jetzt einmal Schlauchwechsel. Mario. Haben wir denn was? Ja gut, gucken wir gleich. Zuerst den Reifen an einer Seite komplett ins Felgenbett legen. Das ist die Mitte der Felge und da ist der Durchmesser am geringsten. Dann den Reifenheber unter den Reifen mit der anderen Hand festhalten und den Reifenheber zum Körper ziehen. Schon ist der Reifen runter. Alten Schlauch rausnehmen. So, also ich fange jetzt am Loch an. Zu spüren. Mhm. Da. Ja, das sieht, ja, da siehst du nichts, da brauchst du nicht hinfilmen. Das spüre ich. Sieht man das? Ja, da ist er. Muss man den mal irgendwie rausdrücken. Den Spreisel. Den Spreisel, genau. Das ist von außen, glaube ich. Ja, das ist von außen. Jo, da ist er. So ein kleines Ding. Ja. Unglaublich. Jetzt mache ich aber noch den Rest. Ist hier rein. So, jetzt bin ich eigentlich einmal durch, aber jetzt gucke ich halt noch ein zweites Mal. Also Ob du noch irgendwo einen ja, Fremdkörper ein zweiter Durchgang. Das ist jetzt 1 Minute. Das ist viel weniger Zeit als ein zweites Mal noch den Reifen zu wechseln. Ja, okay. Ja, sonst hätte man. Neuer Reifen rein. Düdüm. Na, jetzt kommt das scheiß Aufpumpen machen. So. Den neuen Schlauch ganz leicht aufpumpen, sodass man ihn besser in den Reifen legen kann.
Dann beginne ich gegenüber des Ventils damit, den Reifen wieder ins Felgenbett zu legen, bis es nicht mehr geht. Dann fange ich nochmal oben an und kontrolliere, ob der Reifen überall gut liegt und ziehe ihn dabei möglichst in Richtung des Ventils. Dann konnte ich den Reifen mit bloßen Händen über das Felgenhorn drücken. Zack. Zack. Jetzt nur noch aufpumpen und das Rad wieder rein. Ja, und wer sich vielleicht gefragt hat, was wir hier machen, hier wollten wir hin. Davon sollte es jetzt hoffentlich noch ein bisschen mehr geben. Das wäre schön. Und vielleicht noch ein bisschen Sonne. Unser Weg vom Col de Nord bis zum Beginn der Küstenstraße. Nicht ohne meine Kekse. Mario hat den Schwung ausgenutzt, ich nicht. Jo. Schöne Strecke. Jetzt hoffen wir, dass gleich vielleicht noch mal eine Verpflegungsstelle kommt. Schon ein bisschen Hunger. Also wir sind jetzt in einem Café gelandet. Das hatte ich schon viel früher gesehen. Mario war am Anfang nicht so überzeugt. Aber er konnte sich arrangieren. Fahrräder stehen in Sichtweite und auch abgeschlossen. Also genau hinter ihm. Ja. Und jetzt essen wir typisch. Ja genau, eine Decke. Ganz super praktisch. Und jetzt essen wir eine Pizza. Lecker war's und dann geht's auch weiter mit der Küstenstraße. Ich habe heute eine wilde Kombination an Kleidung an. Ninja Turtle. Gab es da nicht einen grünen Ninja Turtle mit einem lila Band? Das kann gut sein.
Ja, mit diesem letzten Anstieg verlassen wir auch jetzt so langsam das Meer und kommen wieder ins Landesinnere. Das ist witzig, weil das immer nur 3 Zahlen sind. Ja, genau, 298 Meter. So. Oh, ist ja enttäuschend. Hat sich nach mehr angefühlt. Sonst steht da mindestens 2500 oder so. Ja. Dann ging es auf die Abfahrt. Und dann wieder 28 Kilometer Transferstrecke, die wir uns mehr oder weniger schenken können. Wir sind in Inka angekommen, haben jetzt noch ein paar Meter. Ja, damit endet ein krasser Tag. Regen, Platten, coole Küstenstraße, ziemlich abwechslungsreich. Und sagen ciao, bis zum nächsten Video. Anne, ciao. Tschüss. Hier die Strecke entlang der Küste und die wieder mal lange Transferstrecke zurück zum Hotel. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.